Ja, ey. Ich mach im Block Cruise, Sommertag, Ralph Lauren Jacke, Sonne klatscht, kalt Sprite in der Umhängetasche. Geh zur Ecke, hol mir Kraft und ein frisch gepressten Saft. Und nach 5-0 stillen hab ich's lange nicht geschafft. Nachts wach, höre Beats, die so klingen wie der Sommer mit den ersten 10k. Flieg ich rüber Kalifornien, chill im Cabrio zu dritt wie die Migos. Mit bisschen Rauch, bisschen Cash und paar Cola Zeros. Treff mich Kiosk, dreh paar Runden durch die Stadt und lauf auf Nike Air, frisch aus der Verpackung. 2 Silberringe glänzen an der rechten Hand, ja. Polo reiht auf mein Shirt, denk an Schein den ganzen Tag. Fahr bei 30 Grad durch die Stadt mit dem Band. Also der Name ist ja aus dem Französischen. Und Montrêve setzt sich halt zusammen aus Mon Rêve. So. Und das ist ja übersetzt mein Traum. Und die Idee dahinter war so, also Mon Rêve dann kombiniert bedeutet dann halt insofern eigentlich die Vision, die ich habe, halt diese Kombination von Tennis, Tennissport und so diesem Straßen. Währenddessen hoffst du auf ein Redrop, ey, Trip for life und das auch nachdem der Beat droppt. Für mich. Ich habe von klein auf immer gezeichnet und so, auch so Outfits und so, das war immer so voll so ein Ding von mir. Wenn ich sagen würde, ich hatte jetzt nie so einen kontinuierlichen Style, aber so einfach so mit der Zeit hat sich das immer mehr entwickelt. So. Es war von Anfang an so ein allgemeines Verlangen, sich so kreativ ausdrücken zu wollen. Einer beim Lecken, nein, kein DDoS, ey, meine Heppe zu toxisch und ich brauch ein Detox. So Berlin ist so extrem weltoffen. So, ja, das stimmt. Ein Stück weit so. Ich glaube, jeder kann seine Szene finden in Berlin so. Das ist geil, aber so manchmal wird es ein bisschen unterschätzt. So Berlin hat auch eklige Ecken, ja. So, wo man aufpassen sollte so. Tonic Water, Gin im Cup drin, sind 2 Gin-Tons auf 18 und sie ist gerade auf E und sie redet nur noch Schwachsinn. Was denn? TM, ich will trinken aus Karaffen, 6-1 heißt ich muss. Ja, wir sind hier auf jeden Fall auf dem Rewe-Dach, 6661 Dach auch. Wir haben hier das erste Video gedreht, hier gedreht, auch hier links um die Ecke gedreht, Nextback auch gedreht. Ja, man, wir chillen hier. Wir haben hier den Pro-Rap, den klassischen Pro-Rap, so, man kennt. 2 Polizeihunde rennen, hinter mir her, guck wie sie bellen. 6,1 geht Gibbet am Brennen, Mehring am Kreuzberg wie Schlag in Wellen. Holte Exzesse, so wie John Lennon, Carlitos Catche mit Kennen. Ey, ja, wir erkennen von Civis Antennen, Mische Beluga. Nextback war ja damals schon so, hat ja auf YouTube so einen Hype bekommen durch den Algorithmus. Und da habe ich schon erstmal gemerkt, krank, wie schnell das gehen kann, aber es war trotzdem noch so low-key. Spotify war auch, also man hat es ja gerade gesehen, 810 monatliche Hörer. Und diese ist noch immer ein Highlight. Mit ganzem Stolz hat man das gepostet, was man niemals gedacht hätte sonst. Und ja, Mann, aber dann eigentlich ab 6-1 Grad check ich erst gar nichts mehr. Ja, 6-1 Grad und es wird noch heißer, mach diesen Beat nie wieder leiser. Mehringdamm sitz ich wie Bademeister, Cocktail im Glas und Vapor sind weißer. Kleister, Kief. Ich weiß noch genau, wo das war, ich war Teneriffa-Urlaub. Ein Jahr genau so nach 6-1 Grad Release, schlieg auf mein Handtuch so. Und ich sehe auf einmal an einem Tag, dieser hat 100.000 Streams gemacht. Und diese hat man schon. Da wusste ich, okay, irgendwas muss passiert sein. Klingt im Brand, Prada Windbreaker hängt in meinem Schrank und Esco zündet wieder ein Gibbet auf Band an. Aldi Dach mitgebracht, hab ich ein Gin und er wird dann geköpft. Pokertisch Full House, sie hat geblufft. Zu viel gerannt, ich bin langsam erschöpft. Nein, Bruder, diese Zeit war richtig komisch. Jetzt weiß noch halt 6 Grad. Aber eine Sache muss ich sagen, ich weiß noch, wo ich ihm das erste Mal gezeigt habe. So auch mäßig, ich bin frisch von Endzone aus Studio gekommen. Ja, ich habe ihm diese Mehringdamm Kopfhörer gezeigt und er meinte mir schon. Das war da an dem Tag, wo 4 Schritte gedroppt ist. Released wurde, ja, man. An den Tag hat mir 6 Grad gezeigt. Ich meinte, das wird ein Hit. Vaterhut, Double Cup bei. Warte eine Sekunde und der Kunde ist auf Teil. Ich hab ihn doch gewarnt, ja so läuft es in 6-1. Mache das nur, weil glaub mir, ich hab Langeweile. In der Trap, ich verzweifle. Berlin hat schon immer irgendwie einen anderen Vibe gehabt, weißt du? Immer einen anderen Vibe. Hier in Berlin so. Vor allem im Vergleich zu Deutschland. Ja, so. im Vergleich zu Deutschland. Man merkt in manchen Situationen, dass sie sich schon so, wie soll ich sagen, nach oben gucken, inspirieren lassen, ja, von Berlin halt, so, weißt du? Also was ich einfach selber merke als Berliner ist, dass man so eine Grundarroganz bisschen hat, so anderen deutschen Städten auf jeden Fall gegenüber. Und das muss ja von irgendwo kommen. Und was ich hier sehe, tagtäglich, sehe ich halt auch einfach nicht in
in anderen Städten. Halt, das ist ein eigener Vibe, weil ich denke, so wenn du Berlin gesehen hast, hast du so das Top-Level von Deutschland auf jeden Fall schon so erreicht. Ich habe mich auch, was heißt nicht interessiert. Du hast dir natürlich diesen einen oder anderen Kinofilm mal angeguckt so, und dann dachtest du so krank, wie das gedreht wird und sonst was. Aber sonst eigentlich krass. Hätte ich damals nicht gedacht, dass ich Videoproduzent werde. Yo, was geht? Mein Name ist Bianco Nero. Ich bin Videograf und vielleicht habt ihr auch das eine oder andere Musikvideo mal von mir gesehen. Peace. Mir war es einfach wichtig, dass ich meinen Namen aufbaue, dass ich den Leuten zeige, dass ich auch was drauf habe und allgemein so, dass Videoproduzenten auch die Künstler sein können. Also ich denke, in Zukunft wird es so sein, dass ich nicht alles mehr mache. Ich habe halt auch gelernt, so, man muss auch irgendwann die Aufgaben verteilen. Natürlich kannst du Gas geben als One-Man-Production so und dann, sage ich mal, deine 100% geben. Aber wenn du diese 100% durch 4 verteilst, dann weißt du auch ganz genau, dass jeder 100% gibt. Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Thales. Willkommen in Berlin-Charlottenburg. Mulaga Click, herzlich willkommen. Wir zeigen euch ein bisschen Berlin, ein bisschen die coolen Ecken und viel Spaß. 4 Uhr früh, wir ein Lassite, rufen auf, ich verpass nichts mehr. Sie ist Gift, also lass sie gehen, weil durch die Nacht ich verlasse. Hast du genau gerappt auf Deutsch sowieso immer? Aber dann, ich habe ab und zu mal so eine Hook auf Portugiesisch gemacht oder mal Wörter reingestreut. Und am Anfang war sogar ein Rapper hier aus Berlin, PTK, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er hat mich damals, als ich mal ein Mixtape gemacht habe auf Soundcloud, meinte er schon so, ey, das ist mit dem Portugiesischen, das ist so voll was Besonderes, so, macht es mal weiter. Am Anfang, Dicker, als ich war sehr im Oldschool Boom Bap drin, so, weißt du, für mich war Trap immer so, ja, ganz geil, so, die Beats sind cool, aber richtig viele, die ich gehört habe, waren so Müll einfach, so, was die gerappt haben und so. Und irgendwann hat sich das so, auch mit Französischen so, und so hat man dann irgendwie so, sich dann so seinen Musikgeschmack, sag ich mal, aufgebaut. Ja, also es kommt, das kann man glaube ich schon verraten, es kommt eine EP mit MOTB von BHZ. Wir chillen halt immer ab, machen Session und dann kommt immer was Gutes bei rum so. Und man hat sich auch gesteigert so. Und ja, mit ihm kommt eine EP raus. Und ja, nur noch ein paar Songs, die auf jeden Fall rumgehen. Hau ihn noch Asche ab, sie steht, wo ich meinen Schatten hab. Pass auf, dass ich kein Patzer mach, kein Kratzer, weil es wird Platz gemacht, kein Raster, hat für mich Platz. Für Takte, weiß sonst Platz, 10 Atzen, bayerischer Platz. Mit Tasten machen wir Buzz, steig auf, so wie Rauchen. Hey Leute, ich bin's Xaver, Rapper aus Berlin, hier bei Berlin Connect, let's go. 2 Gramm Jazz hat Kessler gemacht, ich hab keinen Plan. Flugmodus, bin im Einklang, finde Fokus im Alleingang und ich liege davon. Also ich bin schon immer im Kontakt mit Hip-Hop so, also meine Eltern sind Rap-Fans, also mein Bruder rappt schon länger als ich. Der hat mich auch einfach dazu inspiriert, das dann auch zu machen. Damals haben wir halt auf Englisch gerappt. Es kam für uns natürlich, aber wir haben auch, also ich hatte damals auch keinen Deutschrap wirklich auf dem Schirm so. Sobald ich ein Kiffen will, kack ich ab. Tut mir leider verpeilt, weil ich Kaffer war. Brauch nicht viel mehr, als was ich in der Tasche hab. Trotzdem will ich es, will ein teures Leben und kein billiges. Ja, wir haben halt ganz lange auf Englisch gerappt und es war halt immer cool. Wir waren auch auf einer Schule, wo viele Leute Englisch gesprochen haben. So. Irgendwann kam es mir auch ein bisschen dumm vor, einfach auf Englisch zu rappen, weil ich bin zwar Englisch-Muttersprachler, aber ich bin kein Ami, weißt du, ich meine? Also weißt du, in Amiland, man hört New York-Rapper, man weiß erst New York, man hört UK-Rapper, man weiß erst UK, weißt du so? Und wenn ich mich selber auf Englisch rappen höre, dann höre ich die Herkunft nicht, weißt du, ich meine? Und das ist mir halt ein bisschen wichtig, auch bei Hip-Hop ist es generell wichtig, weißt du? Deswegen, so, wenn ich mich selbst auf Deutsch höre, dann weiß ich, das bin ich, weißt du? Wird Platz gemacht, kein Raster, hat für mich Platz. Für Takte, weiß sonst Platz, 10 Atzen, bayerischer Platz. Die lustigste Geschichte mit Xaver ist, er hat dann so ein Tape gemacht, er ist zu mir gekommen, er hat mir das gezeigt. Ich glaube, es waren so 12 Lieder oder so. Ich meinte, Chalas, machen wir nicht so. Wir machen nochmal von vorne, komm morgen rum, wir machen 4 Tracks oder 5. Was nicht so oversaturated ist, weißt du? Weil es war schon zu viel, Digga. 12 Tracks, erste Tape auf Deutsch. Ich war so, Bro, gib die Leute einfach ein bisschen einen Taste, so, weißt du? Und die Lunge, sie ist
schwarz, voller Hass, volles Glas. Ich bin jeden Tag verklatscht und es reicht mir. Gang, ich bin Cass, sind in meiner Hood, laufen ein bisschen rum heute. We'll see what happens. Oder Furcht, Lust oder Durst, Kunst oder Kandiswerk, Stift oder Dolch, Herde oder Hirte, Ehre oder Würde. Pech ist keine Hürde, weil ich wär vom Glück verfolgt. Fucking, ja genau. Die meinten so, ja, du bist jetzt 20, wenn du 25 wirst, dann wirst du Hartz IV so. Ich war so, okay, dann habe ich halt 5 Jahre Zeit, um es zu schaffen, so, weißt du? Boom, Digga, in die 5 Jahre habe ich so viel gehustelt, Bro, das kannst du dir nicht vorstellen. So, ich lag mal im Bett, 2 Uhr morgens oder so, fast am Pennen. Dann kriege ich so einen Anruf von, keine Ahnung, Monk oder Dead Dog und die sagen so, yo, wir sind noch Stu, brauchen Beats. Willst du rumkommen? Digga, ich bin schon in meinen Pyjamas und so, weißt du? Eigentlich will pennen gehen. Boom, ich stehe aber dann auf und gehe trotzdem hin und mach das. Und dann, keine Ahnung, dann kommt so ein Track wie Zan raus oder so, weißt du? Und sie lernt den ganzen Part auf bei Hard, 100 Bars, 100 Gas, Schweiß drauf, weil es heiß wird. Und die Lunge, sie ist schwarz, voller Hass, volles Glas. Ich bin jeden Tag verklatscht und es reicht mir. Ich hoffe, es geht nochmal wieder Richtung Trap eigentlich, ja. Ich hab mies Bock auf Trap, diese schallende 808-Sticker, diese kranke Moshpits, Bro. War schon krass. Moin, ich bin Timothy von J-Beats und ich gebe euch heute eine kurze Studiotour. Unser Control Room, also hier machen wir mal die Beats, hier reden wir mit den Künstlern, die Booth ist drüben, zeige ich euch gleich. Direkt hier siehst du schon so, werden die nächsten Projekte geplant. Hier kann man sich verewigen, wir haben jetzt 2 Tafeln bisher, haben wahrscheinlich noch ein paar mehr. Haben wir hier noch einen zweiten Raum. Hier haben wir so ein kleines Streaming-Studio aufgebaut. Und dann ist hier die Recording Booth. Wir haben hier, einfach weil es so weit weg ist, man steht hier vor dem Mic, man hört auch drüben alles, was gesagt wird. Haben wir hier so ein iPad aufgestellt. Ich hoffe, Jonas nimmt ab. Genau, kann man ein bisschen besser kommunizieren. Ist ja schön, wenn man sich auch sieht. Sind wir hier, wie gesagt, in diesem Bereich gerade lagern wir hier einfach die Instrumente. Wir gucken, dass wir in Zukunft jetzt hier den Raum noch ein bisschen besser nutzen. Ja, das war schon die Studiotour. Da hinten werden die Joints geraucht. Schon wieder bin ich high und schon wieder bin ich stoned. Vor die Tür meinen Namen heißt, ich komm aus Tempelhof. Ein Johannes an mein Phone, er will noch ein Teller holen. Ey, das Motto an meinen Namen, das heißt Motorradhorn. Nigga, schon wieder bin ich high und schon wieder bin ich stoned. Vor die Tür meinen Namen heißt, ich komm aus Tempelhof. Ein Johannes an mein Phone. Ich bin mal vom Beach, Hype Festival, Mulaga Klick, Nigga. Wir sind da und wir sind da. Es ist 12:30 Uhr, keine Sau ist hier. Wir treten erst in 2 Stunden auf. Ich hab Red Bull, ich hab fucking Joints gesmoked, ich bin dirty. Golden Body, komm, wir trappen in der Innenstadt. Langsam wird es gottlos, wir sind in Berlin zur Mitternacht. Tanja, Josie werden mit der Gang. 42 Southside, NRW, niggas already know. Heute ist der Pott richtig gut. Dirty Soft Bombs, Fick auf das Fuck. Moby Dick auf Rücksitz, verpackt. Nicht im Babs und ich weiß, dass ich da vor die Tone und der Rauch aus dem fucking Bedacht. Dirty Soft Bombs, Fick auf das Fuck. Moby Dick auf Rücksitz, verpackt. Geh schnell im Batz und ich weiß, dass ich schaff vor die Tune, Nigga, Rauch aus dem fucking Bedacht. Bethlehem, Super Space Ace, hab ich in meinem Kopf drin. Bethlehem, Super Space Ace hab ich in meinem Kopf drin. Testsieger Haarsprayst in deinem Ort drin. Johann zufrieden mit Stani 08, denn 1-0er wird er bei Hamudi nicht schaffen. War geil. War geil, oder? War geil. Die waren da. Wir waren da. Wir waren da. Gib mal her. 2 Silberringe glänzen an der rechten Hand, ja. Polo reit auf mein Shirt, denk an Schein den ganzen Tag. Fahr bei 30 Grad durch die Stadt mit ein paar km/h. Hier und da chill ich auch, Bro ruft an, holt mich auf. Skyline links, rechts, Euros in den Jeans, brauch nur Sonne, Geld. Was geht? Ich bin Luca von Mulaga Klick. Mein Name ist Tobi. Ich hoffe, euch hat die Doku gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel crazy Stuff, also bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ein frisch gepressten Saft und nach 5-0 stillen hab ich's lange nicht geschafft. Ich mach im Block Cruise, Sommertag, Ralph Lauren, Jacke, Sonne, Klatsch, kalt Sprite in der Umhängetasche. Geh zur Ecke, hol mir Kraft und ein frisch gepressten Saft und nach 5-0 stillen hab ich's lange nicht geschafft. Ey.